Moin! Willkommen in Madrid, in der U-Bahn-Station Tribunal. Diese Station wird von den Linien 1 und 10 bedient. Die Züge fahren in den Hauptverkehrszeiten alle 2 bis 3 Minuten, in den Schwachlastzeiten alle 5 bis 10 Minuten. Den Strom erhalten die Züge aus einer Oberleitung. Hier sind wir in der Station Bilbao, eine Haltestelle nördlich von Tribunal an der Linie 1. Die Umsteigewege in Madrid können ziemlich lang sein. Ihr seht es hier am Beispiel der Station Bilbao. Dort kann man zwischen den Linien 1 und 4 umsteigen und der Weg dauert fast 2 Minuten. Wenn ihr in Madrid U-Bahn fahren möchtet, braucht ihr eine Chipkarte. Sie kostet einmalig 2,50 € und funktioniert ähnlich wie die OVI-Chipcard in den Niederlanden. Ihr könnt die Karte an den Fahrkartenautomaten kaufen und beliebige Tickets darauf laden. Wenn ihr gleich eine touristische Ein- oder Mehrtageskarte kauft, entfällt die Ausgabegebühr für die Karte. Diese Touristenkarten gibt es wahlweise für die Stadt Madrid oder für den gesamten Verkehrsverbund. Die Bahnsteige an der Linie 4 sind kürzer und so können dort nur Züge mit 4 Wagen fahren. Mit der Linie 4 erreichen wir die nächste Station, Alonso Martínez. Dort halten die Linien 4, 5 und 10.
An diesen Tagen hatte es in Madrid sehr viel geregnet und das Wasser hatte auch einen Weg in die Metro gefunden. Die Bahnsteige der Linie 10 liegen sehr tief unter der Oberfläche. Zwischen den beiden Gleisen liegt sogar eine kräftige Stützmauer. Hier fahren wesentlich breitere Fahrzeuge als auf der Linie 1 oder 4 und das Lichtraumprofil ist größer. Der Grund dafür ist, dass die Linien 1 bis 5 die ältesten im Madrider Metronetz sind. Sie wurden mit kleinem Profil gebaut, während man für die später gebauten Linien ein größeres Lichtraumprofil wählte. Eine ähnliche Entwicklung wie bei der Berliner U-Bahn. Offensichtlich gab es hier früher Personal auf den Stationen. Auch die Hinweisschilder lassen darauf schließen, falls etwas Persönliches auf die Gleise gefallen ist, soll man sich vom Stationspersonal helfen lassen. Mit der Linie 10 ist es nur eine Haltestelle bis zur Station Tribunal, dem Ausgangspunkt dieser Fahrt. Die Station Tribunal wurde 1919 eröffnet. Die meisten Metrostationen sind sehr einheitlich gestaltet. Es gibt einige Ausnahmen, wie etwa die Station Tirso de Molina. Dort sind alte Fliesen in einer Schalterhalle erhalten. Manchmal ist im Straßenraum nicht viel Platz für die Eingänge. Die Bildschirme in den Zügen waren bei meinem Besuch im April 2025 nicht in Betrieb. Die Stationen wurden auf den Matrix-Anzeigen angekündigt und automatisch angesagt. Der überwiegende Teil des Metronetzes liegt im Tunnel.
Im Süden von Madrid kommt die Linie 10 allerdings kurz ans Tageslicht. Ein weiteres Mal ist die 10 beim Bahnhof Príncipe Pío zu sehen. Hier gibt es 4 Gleise für die Metro. An den beiden äußeren hält die Linie 10 und innen die Linie 6, die Ringlinie von Madrid. Ansichten der Bahnhofshalle. In einem Teil des Bahnhofs ist heute ein Einkaufszentrum untergebracht. Eine Etage über den Linien 6 und 10 liegt der Bahnsteig der Linie R. Auf einer Brücke führt ein Gleis mitten durch die Halle. Es gehört nicht zur Metro, sondern zum Cercanías-System, der S-Bahn von Madrid. Das Gleis der Gegenrichtung kommt ganz links aus dem Tunnel. Atocha y San Martín. Auch dieser Bahnsteig liegt bereits etwas tiefer. Hinten sieht man, wie sich das Gleis auf die Höhe der Brücke in der Bahnhofshalle absenkt. Eine Besonderheit bei der Metro sind diese Stehbänke. Im Süden von Madrid gibt es eine zweite Metro-Ringlinie, die die südlichen Vororte miteinander verbindet, die Linie 12. Hier verkehren Züge aus 3 Wagen. Die Bahnsteige sind für längere Züge gebaut. An der Position der Spiegel für die Zugfahrer-Selbstabfertigung kann man allerdings sehen, dass so lange Züge gar nicht eingesetzt werden. Damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.